Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es in den Ingame News schon gesehen, die Ankündigung zur Black Week bzw. zum Black Friday Event sind nun draußen. Die beste Zeit im Jahr, um Pilze zu kaufen, falls man das dann auch vorhat, weil ja, zu keinem anderen Zeitpunkt gibt es so viele Rabatte auf die Pilze. Ja, hier haben wir die Events. Und hier steht das auch, bis zu 33% mehr Pilze beim Pilzhändler. Ja, wir gucken uns die Pakete an, die auch dazu rausgekommen sind. Ansonsten haben wir auch hier natürlich Black Friday Wochenend-Events von Freitag bis Sonntag. Erfahrungsreichtum und Gold-Event haben wir. Das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten, definitiv. Dass wir die beiden jetzt zusammen haben, ist wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir noch ein Epic-Event, haben wir noch hier am Start, Akkordabenteuer und Fest der Festung und Auraler Großputz. Ja, das ist sehr cool. Wir haben hier auch sogar schon die Vorschau aufs nächste Wochenende. Da haben wir nochmal XP-Event, Epic Abenteuer-Event und Sanduhren-Event. Und ja, das ist ganz geil natürlich. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die Pakete, die rausgekommen sind, beziehungsweise die rauskommen werden. Die folgenden exklusiven Angebote werden während des Black Friday Events vom 29. November bis zum 1. Dezember angeboten. Ja, am 28. Dezember ist das Ganze wahrscheinlich schon wieder auf F9 zu kaufen, also da auch wieder einen Tag früher. Dann aber auch dann wahrscheinlich einen Tag später dann das Ganze natürlich wieder zu Ende. Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Und im Webshop glaube ich sogar sowieso immer einen Tag sowieso noch früher. Deswegen schauen wir hier mal rein. Wir haben hier einmal die Black Friday Sales Pakete, und zwar einmal das 10-Euro-Paket mit 500 Sanduhren und 340 Pilze. Ja, dann haben wir hier das 25-Euro-Paket für 900 Pilze, 750 Lucky Coins und 100.000 Metalle. Da haben wir dann schon ein paar Ressourcen mit dabei. Und dann haben wir hier einmal das 50-Euro-Paket, wo wir 1875 Pilze am Start haben, 120.000 Kristalle und 240.000 Metalle für 50 Euro auf jeden Fall. Ja, sehr viele Ressourcen. Und dann gibt es auch noch das 100-Euro-Paket, was natürlich preis-leistungstechnisch sehr, sehr interessant ist. Wir haben hier 4.150 Pilze, 5.000 Sanduhren, 1.800 Lucky Coins und 240.000 Kristalle. Ja, das ist natürlich ziemlich interessant für die Leute, die die Ressourcen benötigen. Die können sich das natürlich ja, zusätzlich hier gönnen. Ansonsten die das so an sich jetzt nicht bräuchten, sag ich mal, sind halt die normalen Pilze, also die normalen Pilzkäufe, halt eben mit der 33% Standardaktion jetzt versehen. Das heißt, für 100 Euro bekommt ihr knapp 4.000 Pilze. Ja, das ist natürlich ziemlich geil. Ansonsten zur normalen Pilzaktion sind es halt 20%, da bekommt man 3.600 Pilze und ja, das ist natürlich sehr schön. Da kann man sich gut eindecken fürs ganze Jahr, falls man so diszipliniert ist und nicht ausrastet, wenn man viele Pilze auf dem Konto hat, die dann auch alle verballert sofort. Ja, dann kann man jetzt sich hier ein bisschen ausstatten, dann zum Event über und dann halt eben das restliche Jahr halt eben versuchen mit den Pilzen so gut es geht zu wirtschaften, um dann halt eben eventuell wieder bis zum nächsten Jahr zum Black Friday damit auszukommen. Ne? Aber da muss man halt eben auch wissen, okay, ich darf jetzt meine Pilze jetzt, ich habe zwar viele Pilze, aber ich hau die jetzt nicht gleich alle so auf den Kopf. Ne? Genau, aber ansonsten ist es natürlich besser, wenn man jetzt hier sich im Vergleich das anschaut, dass man für 100 Euro hier das 4.150er holt, anstatt, ne, also an Pilzen, anstatt halt eben nur das aufzuladen, weil da kriegt man halt eben auch noch das hier zusätzlich on top dazu. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und ansonsten werden wir ab morgen zu den Paketen auch wieder ein kleines Giveaway machen. Ja, da werdet ihr dann morgen im Video dann näher zu informiert werden. Falls ihr da nichts verpassen wollt, dann ja, lasst sehr gerne hier auf dem Kanal ein kostenfreies Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr morgen auch informiert und dann gibt es dazu dann wieder ein Gewinnspiel und dann hat dann jemand wieder die Chance, ja, 100 Euro zu gewinnen und sich dann halt eben auch die Pakete hier dementsprechend zu gönnen. Ja, das auf jeden Fall dazu.
Ich denke mal, das ist ziemlich cool. Und in Anbetracht dessen, dass wir jetzt ja auch wahrscheinlich relativ bald nächsten Monat den Elevator erwarten dürfen, der natürlich für die Leute, die den spielen wollen, auch wieder einiges an Pilze kosten wird, kann man sich natürlich jetzt schon dafür eindecken. Da muss man das dann halt eben nicht machen muss, wenn der Legendary Dungeon da ist, weil dann gibt es wahrscheinlich nur wieder eine 20% Aktion und dann habt ihr einfach so die restlichen 13% dann halt eben liegen lassen. Deswegen auf jeden Fall smart. Ist immer jedes Jahr der beste Zeitpunkt und ihr habt halt eben jetzt nur dieses Wochenende dafür Zeit. Deswegen kann man sich das mal überlegen, wenn man es denn möchte. Wie gesagt, wenn man halt eben mit dem Gedanken spielt und halt Pilze kaufen möchte, dann sollte man sich definitiv dann jetzt auch damit beschäftigen. Ne? Genau, so sieht das Ganze aus. Wollte ich euch nochmal zeigen und bin sehr gespannt. Vor allen Dingen halt eben auch in Anbetracht auf den neuesten Server, den wir gerade haben. Da können wir auch gleich sehr gerne mal raufschauen. Und zwar ist das ja EU16. Ne? Da haben wir ja auf dem Server noch gerade so das Race um die Avatare. Wir haben hier momentan einen Zwischenstand. Ich habe schon länger nicht mehr reingeschaut hier. Von 325. Wir haben hier einen 318er, 315er, 313er. Hier auch noch 313. Und 316 hier unten, ja. Ansonsten haben wir noch 300er mehr hier natürlich am Start, ne, die man jetzt auch nicht so außer Acht lassen sollte, weil die auch noch relativ nah alle dran sind, ne. Aber am Ende des Tages können halt eben nur 5 Leute so einen Avatar gewinnen und das sind natürlich im Verhältnis relativ wenig, sag ich mal, ne, dass halt eben nur 5 Leute Platz haben, so einen Avatar zu gewinnen. Aber ich gehe mal von aus, dass jetzt eventuell mit dem Black Friday Event und nochmal den Angeboten und alles, was dazu kommt, denke ich mal, der ein oder andere nochmal hier vielleicht einen kleinen Ausraster vorlegt. Denn ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hier und da jemand da noch auf die Aktion gewartet hat, um sich jetzt nochmal günstiger mit Pilzen einzudecken, um halt eben hier ganz weit oben auch mitzuspielen. Da werde ich euch natürlich auch, so gut es geht, auf dem aktuellsten Stand der Dinge halten, was hier so, denn das Battle um die Avatarbilder angeht. Das finde ich persönlich halt auch sehr spannend zu beobachten. Gerade so zum Ende könnte es halt eben so ein bisschen interessanter werden, zwecks der Einigung untereinander, weil viele der Anwärter spielen ja hier wirklich in der ein und derselben Gilde und die wollen ja auch wirklich irgendwie alle einen Avatar haben, ne? Also ich gehe mal von aus, mehr als 5 Leute wollen einen Avatar hier gewinnen und 5 können halt nur bekommen. Da muss man sich irgendwie vielleicht untereinander einigen. Ansonsten könnte es natürlich hier und da eventuell auch zu dem ein oder anderen Beef oder Drama kommen. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie hier denn das Endbattle aussieht. Dasselbe haben wir ja auf EU10 auch gemacht. Da haben wir dann gestreamt. Da war es dann halt aber zeitlich gebunden und nicht levelabhängig. Das macht es diesmal ein bisschen schwieriger, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, weil beim letzten Serverstart, wo Avatare verlost worden sind, da wurde dann halt eben gesagt, okay, dann und dann ist Schluss und dann wusste man, okay, wer halt eben dort gerade am höchsten Level ist, der bekommt dann eben diese Avatare gut geschrieben, ne? Und deswegen, wird wahrscheinlich jetzt zu jeweils einem anderen Zeitpunkt irgendjemand immer sich den Avatar abholen können. Ne? Wir haben ja zum Beispiel das ist hier, glaube ich, wie hieß der, Bahamas Woe oder so, ne? Das ist Platz 1. Der ist natürlich schon sehr, sehr weit vorne vom Abstand her. Der wird wahrscheinlich ein bisschen früher 350 erreichen, als es jemand anderes tut auf dem Server hier gerade. Ne? Deswegen muss man gucken, ob man das Ende so festhalten kann im Livestream. Ich glaube, das wird eher weniger der Fall sein, aber spätestens dann im Video werdet ihr dazu auch Bescheid wissen. Okay, Freunde, das aber erstmal soweit an Informationen heute. Ne? Morgen gibt es auf jeden Fall das Giveaway, verpasst es auf jeden Fall nicht. Deswegen, haltet da die Augen und Ohren offen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.